In der anhaltenden Visa-Affäre im Auswärtigen Amt sind nun weitere Details öffentlich geworden. Einem Bericht des Magazins Cicero nach sei ein pakistanischer Agent im Rahmen eines Aufnahmeprogramms nach Deutschland geholt worden. Die Affäre begann wohl im Februar 2023, als bekannt wurde, dass Beamte im Auswärtigen Amt dafür gesorgt haben sollen, dass etliche Syrer, Afghanen und Türken mit unvollständigen oder offensichtlich sogar gefälschten Papieren nach Deutschland einreisen durften. Und der Mann, der hinter dieser jüngsten Recherche jetzt steckt, der ist jetzt bei mir, Daniel Gräber, Ressortleiter vom Magazin Cicero. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Gräber. Danke für die Einladung. Also nun noch noch neue Erkenntnisse, noch neue Vorwürfe in dieser Visa-Affäre rund um das Außenministerium von Annalena Baerbock. Nun also ein pakistanischer Agent, der da nach Deutschland gekommen sein soll. Das klingt so abstrus, das müssen Sie uns vielleicht erst mal einordnen. Ja, es ist ein weiteres Puzzlestück in einer Affäre, die schon seit, Sie haben es ja gesagt, seit über einem Jahr so vor sich hinköchelt, aber noch nicht so ganz in der politischen Öffentlichkeit wirklich die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie verdient. Weil das Ganze wohl wirklich ein System hat, was Sie auch schon angedeutet haben. In dem aktuellen, neu bekannt gewordenen Fall, den wir in der aktuellen Titelgeschichte unseres Magazins enthüllt haben, geht es tatsächlich nicht nur um einen mutmaßlichen pakistanischen Agenten, sondern um eine ganze Agentenfamilie, beziehungsweise um eine 7-köpfige Familie, die unter dem Deckmantel, sie seien von den Taliban verfolgte Afghanen, in Deutschland aufgenommen werden wollte. 5 dieser 7 Personen wurden nach Deutschland wohl geholt und leben nach unseren Informationen nach wie vor hier. Und zwar eine Frau mit angeblich 4 Kindern. Ihr angeblicher Ehemann und ein weiterer Sohn, der wurde in Pakistan dann gestoppt. Da hatten nämlich die deutsche Botschaft vor Ort, als er dorthin kam, um die Formalitäten fürs Visum zu klären, nachdem er aber schon die Aufnahmezusage der Bundesregierung hatte, muss man dazu sagen, wurden die sehr misstrauisch und haben einen Alarmbrief vertraulich, der uns vorliegt, an die Zentrale des Auswärtigen Amts geschrieben. Und in dem sprechen sie davon, dass es einen dringenden Verdacht gäbe, dass nicht nur dieser Mann, sondern diese gesamte 7-köpfige Familie ein von den pakistanischen Behörden konstruierter Fall sei. So. Und das Wort Geheimdienst steht in dem Dokument nicht drin, aber alles andere, was dort drin steht und auch die Indizien, die genannt werden, zum Beispiel, dass er Unterlagen von pakistanischen Behörden dabei hatte, an die ein normaler Afghane, angeblich war er Friseur, nicht rankommt, deuten darauf hin, dass da wirklich irgendwelche pakistanischen Behörden im Spiel sind. Und diese Warnungen wurden offenbar auch ernst genommen, weil die Einreise dieses Mannes wurde ja gestoppt. Aber dann kann man ja sagen, ein bisschen spät. Also die Frage ist ja, welche Sicherheitsvorkehrungen trifft man denn da? Also normalerweise würde man ja denken, Menschen, die über solche Aufnahmeprogramme zu uns kommen, die werden auch durchleuchtet. Ja, das ist genau das Problem und auch der Kern dieser ganzen Sache. Und da ist Frau Baerbock bisher, redet sie sich da auch nur raus und nimmt zu diesem Kern überhaupt nicht genau Stellung. Das Problem ist, dass diese Aufnahmeverfahren gut gemeint waren. Man wollte schnell helfen, nachdem die Taliban wieder an die Macht kamen und es natürlich dort Leute gab, die verfolgt wurden. Zunächst ging es um sogenannte Ortskräfte, dann auch um andere Verfolgte, denen man in Deutschland Schutz geben wollte. Aber man hat dann ein Verfahren aufgesetzt, was von vorne bis hinten missbrauchsanfällig, korruptionsanfällig ist und eben auch von fremden Mächten missbraucht werden kann, weil diese Sicherheitsüberprüfung zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht richtig integriert war in das Verfahren. Frau Baerbock selbst hat sich monatelang dagegen gewehrt, auf dem Drängen des Innenministeriums nachzugeben und strengere Sicherheitsüberprüfungen in dieses Verfahren zu integrieren. Erst als wir, das war ein anderer Fall, damals öffentlich gemacht haben, hat sie dann nachgegeben und jetzt gibt es inzwischen diese Sicherheitsinterviews, die es damals aber eben noch nicht gab. Also offenbar auch unterschiedliches Verständnis dieser Programme zwischen der grünen Außenministerin und der SPD-Innenministerin. Aber nun ist ja Sie haben das so ein bisschen angerissen gerade, Korruption, ist ja die Frage, was steckt da dahinter? Also ist das Ganze ideologisch motiviert, dass man sagt, wir winken die alle relativ einfach ohne große Prüfung nach Deutschland rein? Oder geht es da wirklich auch um Bestechung von Mitarbeitern in den jeweiligen Botschaften und Konsulaten? Also dafür haben wir konkret bei unseren Recherchen noch keine Belege und konkreten Fälle, wo wir das jetzt irgendwie nachweisen könnten. Deswegen muss man mit so einem Vorwurf natürlich immer
vorsichtig sein. Aber es ist kein Geheimnis, dass Visa für Deutschland, zumal solche, die den dauerhaften Aufenthalt bei uns erlauben, dass die sehr begehrt sind und das in Ländern sind, wo es Strukturen gibt, wo man für Geld einiges erreichen kann, dass das sehr anfällig ist. Und es gibt auch in den internen Warnschreiben der deutschen Botschaft Islamabad, Pakistans Hauptstadt, die dann für Afghanistan mit zuständig war, wird dieses Wort Korruption und sowas taucht dort schon auf, dass davor gewarnt wird, ne? Dass man gegen Geldzahlungen auch solche Aufnahmezusagen bekommt. Und gerade deshalb ist es da wichtig, genauer hinzuschauen. Die Motivation auf Seiten des Ministeriums, des Auswärtigen Amtes in Berlin, die auch massiv Druck gemacht haben. Die wollten es nämlich gar nicht, wenn ihre Leute vor Ort genau hingeschaut haben, sondern die wollten, dass es möglichst schnell und reibungslos geht. Ich glaube, da ist die Motivation tatsächlich eher eine ideologische. Das ist im Grunde diese Ideologie einer Welt ohne Grenzen, in der im Grunde gefälschte Pässe egal sind. Man kann da trotzdem ein Visum reinstempeln. So ist es geschehen, was zur Ermittlung der Staatsanwaltschaft geführt hat gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Und so die Idee, dass man Deutschland irgendwie bunter und machen möchte und bereichern mit fremden Kulturen. Das steckt da, glaube ich, schon dahinter. Anders kann ich es mir nicht erklären. Dann sind wir mal gespannt, wie Frau Baerbock darauf dann reagieren wird. Jetzt jüngst noch mal nach diesen neuen Vorwürfen. Die ganze Recherche kann man nachlesen im aktuellen Heft des Cicero. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Gräber, für den Besuch bei uns. Ich danke für Ihr Interesse.